Das ist jetzt der rechte Daumen oberhalb. Und da haben sich wieder haufenweise von denen gebildet. Ich habe es zwar runtergezogen von meinem Kompressor, aber wie ich schon gesagt habe, die Dinger sind sehr schwer. Diese Dinge sind sehr schwer runterzutun von der Pinzette, wenn die sich da festhalten. So they're really hard to get off the tweezer when they're holding on to themselves, to it. So I'm pushing it, pulling it, trying to pull him down with either a gauze, a fleece gauze, or my fingers just won't work. You know, their suction is so good, or whatever it is, suction or claws. Entweder die Saugkraft, was die da haben, ist sehr gut oder die Krallen sind sehr gut. Also das hier ist die Wunde hier, also hier rechter Daumen, rechte Hand, wo wir gerade behandelt haben mit den Morgellons, die wir hier entsorgt haben von der Wunde. Das ist die hier, die kleine Wunde hier. Die ist ungefähr vielleicht, 7 oder 8 Millimeter im Durchmesser, so ungefähr. Und da waren wir an der untersten Stelle. Und ja, da waren haufenweise von denen und immer noch da, also vor allem in den Vertiefungen, ne? Verkrustungen, da waren sie. Eventuell, wenn das hier mir zu viel wird, dann beiße ich diese Kruste ganz raus, dann wird sie halt weg sein. Und darin befinden sich dann haufenweise von diesen Morgellons. Ne? So, das wollte ich nochmal zeigen, bevor ich dann nochmal hier loslege. Und jetzt lege ich nochmal los. So, hier ist die Kruste nochmal, die wir gerade gesehen haben. Die Stellen, die ihr gesehen habt. Da sieht man schon einige Morgellon hier. Sonst sind sie ja schwer auszumachen. Und wenn sie sich da festbeißen dann oder festsaugen an den Pinzette zum Beispiel, genauso an Fingern, dann bleiben sie richtig dran. Die kriegt man nicht leicht runter. Die haben Häkchen oder Saugknöpfe. Ne? Das habe ich in vielen meiner Videos schon gezeigt, wie sie einfach festhaken oder festsaugen. Genauso, weil am Glas entlang, eines Glas mit Wasser oder sowas gefülltes Glas mit Wasser oder sonst was, da habe ich sie auch entlang gezogen. Und die sind richtig so hängen geblieben, so richtig, als wären sie aus Gummi irgendwie. Richtig eigenartig, also. Und wer weiß, wie sie funktionieren. Vielleicht haben sie ja auch irgendwie keine Saugknöpfe, nur solche Öffnungen, wo sie halt in irgendetwas in der Nähe kommen, dass sie das individuell ansaugen können, so wie bei Tintenfischen irgendwie, ne? Tintenfische sind genauso komplex. So this is what I've just shown. So here's the, so now here, that's the area we just saw with the ruler, which is about 7 or 8 millimeters in diameter. This crust. Eventually, when it becomes too much, then I will crunch it off, the whole crust, and then it's off. But as you can see, it's you barely see anything, right? Unless there's a dark background and light in the front. There's one sticking out. And this is what I was saying to the German fans, that those Morgellons, they may have either hooks on them because they're so hard to get off the tweezer, because the tweezer, I have been grinding it and it doesn't have so smooth
smooth surfaces, but yet still even on smooth surfaces like glass water, you know, the outside of it. I used to drag one along the glass and it got kind of stuck, hung up all the time, like as if the Morgellon itself was made out of rubber, you know, like the kind of you use for like fishing tackle. This kind of rubber they usually do use on like imitations of minnows or so, same material. So wenn man zum Fischen geht, ne, angeln geht, in die Angelware, wo die Haken dran ist zum Beispiel, und die Fishlines sind Animationen oder Imitate von Fishlines, die zum Beispiel bestimmte Fische fangen oder fressen. Und diese Gummiart ist so ähnlich, wie die sich hier benommen haben. Ne? Auch so eine Art komische Gummiart, wo sie leicht an Glas so komisch hängen bleiben. And also, so they may even either have suction cups or, like on octopuses, or these suction cups may not be suction cups, but they're just holes, for instance, and they can individually steer those holes where to suck on to in this moment where they're being touched, for instance. But they also may have hooks on them, you know, that will cause them to get stuck to things. Like on my tweezer, you can't really get them so easily off, you know, by just trying to pull them off with your fingers, or rub them off with a fleece fleece gauze or cotton gauze, you know. So there it's really hard to get off. Here I'm closing in and you can see that there are still Morgellons around on it. So now I'm going to continue on in the German language again. I'm twisting my hand, then that's how it looks. So now it's okay again. Hier sind haufenweise von denen, there are lots of them here.